Welche Rolle passt am besten zu mir? Diese Frage stellt sich jeder Neuling, wenn er mit League of Legends anfängt. Es gibt unzählig viele Champions, unendlich viele Dinge zu beachten und man muss alles möglichst fehlerfrei machen. Das macht es zu einem sehr komplexen Spiel, bei dem vieles auch gehörig schiefgehen kann. In League of Legends gibt es einmal die Top-, Mid-, Botlane und den Jungle. Diese werde ich dir nun erklären und hoffentlich am Ende des Videos dabei helfen können, welche Rolle du am liebsten spielen möchtest. Falls dir das Video also gefällt, so lass es mich gerne mit einem Kommentar und einem Abo wissen. Fangen wir oben an. Die Top-Lane ist die Lane, bei der du dich darauf einstellen kannst, dass du und dein Kontrahent die meiste Zeit alleine seid. Das heißt nicht, dass euer Jungler oder der gegnerische Jungler euch alleine lassen. Bist du ein einfacher Kill, weil du zum Beispiel ohne Vision zu tief in der gegnerischen Hälfte bist, dann wird der Gegner das natürlich ausnutzen wollen und dich auch oben besuchen kommen. Die Top-Lane wird nicht ohne Grund von vielen Spielern als Insel bezeichnet. Top-Laner haben in der Regel gute Survival-Fähigkeiten und einen starken Engage, also Fähigkeiten, mit denen sie gut Kämpfe initiieren können. Hier gibt es auch nochmal eine kleine Unterkategorie. Zum einen hast du Tank-Top-Laner. Dies sind Champions, die sehr viel Schaden einstecken können. Sie werden durch gewisse Items im Spiel sehr groß und sind immer die ersten im Kampfgeschehen und meistens auch die letzten, die überleben. Tanks konzentrieren sich, je nach Spielverlauf, immer darauf, den meisten Schaden der Gegner auf sich zu nehmen. So baut man also entweder viel Magieresistenz oder Rüstung, je nach Bedarf. Dann gibt es noch die Brawler oder auch Fighter genannt. Die Fighter ähneln den Tanks in vielen Dingen, aber konzentrieren sich eher auf den Schaden. Sie wollen ständig Kämpfe führen und sind dafür aber nicht so tanky wie ein Tank. Fighter haben auch einen großartigen Engage, sind aber dafür auch anfälliger und müssen sich eher als ein Tank überlegen, wann es sich lohnt, einen Kampf zu initiieren. Fighter findet man nicht nur auf der Top-Lane. Es gibt ein paar Fighter-Champions, die man auch im Jungle oder gelegentlich auf der Midlane antreffen kann. Irelia beispielsweise ist ein Fighter, den man gerade im höheren Elo-Bereich häufig auf der Midlane sieht. Das ist aber eher eine Abweichung und sollte als Anfänger erstmal irrelevant sein. Als Toplaner ist es dein Ziel, dass du den gegnerischen Tower wegholst, deinen Gegner klein hältst und permanenten Druck erzeugst auf der Karte, damit sich das Gegnerteam um dich kümmern muss und mehrere Leute zu dir schickt, um dich aufzuhalten. Du spielst nicht für Kills, sondern für Objectives. Du möchtest Tower einreißen und dich Stück für Stück vorkämpfen. Kommen wir zum Jungle. Als Jungler bist du auf keiner Lane unterwegs, sondern du farmst die Jungle Creeps. Deine Aufgabe als Jungler ist es, jede Lane, je nach Bedarf und Stand, zu unterstützen. Zum einen kannst du das, indem du direkt hilfst und gankst. Ganken bedeutet, dass du dich auf die Lane eines Laners begibst und versuchst ihm zu helfen. Hierbei willst du die Kills deinen Lanern geben, damit diese einen Vorteil haben und weniger auf deine Hilfe angewiesen sind. Du kannst deine Mates auch indirekt unterstützen, indem du Objectives wie den Herald, Baron oder den Drachen farmst. Gerade der Drache ist eine großartige Ressource, die deinem Team unterschiedlichste Stats gibt. Hier gibt es auch nochmal Unterkategorien. Farming Jungler. Farming Jungler konzentrieren sich, wie der Name schon sagt, aufs Farmen. Sie ganken wenig und wenn sie es tun, dann nehmen sie sich meistens auch die Kills. Das liegt daran, dass Farming Jungler am Anfang so schnell wie möglich so viele Ressourcen wie möglich farmen möchten, um im Midgame, also in der Mitte des Spiels, an ihrem stärksten Punkt zu sein. Dann fangen sie an, um Objectives zu kämpfen und versuchen euch zu unterstützen. Das hat den Vorteil, dass man schnell an Items, Gold und Level kommt. Der große Nachteil hierbei ist, dass man gerade zu Beginn des Spiels keine Unterstützung für das Team darstellt und eine Lane, die möglicherweise am Verlieren ist, nur weiter in den Abgrund stürzen lässt. Dann gibt es da noch die Carry Jungler. Carry Jungler wollen oft ganken, aber ihren Jungle nicht vernachlässigen. Sie konzentrieren sich direkt zu Beginn des Spiels darauf, früh die Weichen Richtung Sieg zu legen, indem sie ihre eigenen Laner mit Ganks unterstützen. Sie zeichnen sich durch hohen Schaden aus, scheuen keine Kämpfe und haben meiste Zeit großartige Tools, um zu engagen. Kommen wir zum Herzstück, der Mitte, bzw. der Midlane. Die Midlane ist in den meisten Fällen der Ort, an dem am meisten passiert. Das liegt vor allem daran, dass die Lane hier am offensten ist und die Gegner von überall kommen können. Auf der Top- und Bot-Lane können die Gegner immer nur von einer Seite aus auf deine Lane kommen. Hier gibt es ebenfalls zwei Unterkategorien. Zum einen haben wir die Magier. Magier machen durch ihre Fähigkeiten hohen magischen Schaden, brauchen aber einige Zeit, bis sie soweit sind und sind gerade am Anfang des Spiels sehr verwundbar. Sie haben hohe Mana-Kosten, lange Abklingzeiten und sind auch nicht immer die mobilsten Champions in League of Legends. Dafür sind die Mages im späteren Spielverlauf absolute Monster, die gefühlt alles und jeden vor sich zerstören können, ohne große Risiken eingehen zu müssen. Zum anderen gibt es dort Assassinen. Assassinen sind sehr mobile, aggressive Champions. Sie zielen darauf ab, gerade am Anfang Kills zu bekommen und dann das Spiel zu snowballen. Snowballen bedeutet, dass man mit seinem Vorteil versucht, sein gesamtes Team ins Rollen zu bringen und das Spiel zu gewinnen, indem man beispielsweise Roamen geht.
Damit kommen wir auch zu einem guten Punkt. Assassins wollen sehr oft roamen, wenn sie merken, dass die Chance auf einen Kill in der Mitte gering ist, weil der Gegner sehr passiv spielt. Sie begeben sich also auf eine andere Lane, weil ihr Weg sowohl zur Top- als auch zur Botlane kurz ist und versuchen dort Kills zu bekommen. Die meisten Assassinen sind sehr mobil und brauchen viel Übung, weil sie einige Kombos haben, die man lernen muss. Nun kommen wir zur Botlane. Hier spielt man immer zu zweit miteinander. Kommen wir erst zu den Supportern. Die Supporter wollen ihr Team unterstützen, dafür haben sie diverse Fähigkeiten, wie zum Beispiel Heilungen, Schilde und Buffs, also Verstärkungen. Support wird oft als die einfachste Rolle im Spiel angesehen, weil man hier nicht farmen muss. Man generiert das Gold dadurch, dass der eigene ADC auf der Lane farmt und kann durch eins der Support-Items zusätzliches Gold generieren. In Bezug auf das Farmen stimmt das auch. Allerdings bedeutet das nicht, dass Support insgesamt die einfachste Rolle ist. Sie ist ebenfalls sehr komplex und man merkt den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Support sofort, sobald man mehr Erfahrung im Spiel hat. Hier gibt es den Unterschied zwischen Enchanter und Engage Supports. Enchanter haben meistens wenig Leben, bringen dafür aber großartige Fähigkeiten mit wie Heilfähigkeiten und Schilde. Sie sind Fernkämpfer und befinden sich nicht mitten im Geschehen, sondern unterstützen das Team von hinten und sorgen dafür, dass man länger im Kampf bleibt. Der Fokus liegt hierbei nicht darauf, Kämpfe zu starten, sondern dafür zu sorgen, dass die wichtigsten Charaktere, die Carries, im Normalfall also der Midlane Carry oder der AD Carry, so lange wie möglich am Leben bleiben. Hauptsächlich konzentriert sich der Support auf den AD Carry, da dieser ohne Hilfe aufgeschmissen ist und keinen Nutzen für euer Team hat. Ausnahmen bestätigen aber die Regel. Die Engage Supports hingegen sind das genaue Gegenteil. Nahkämpfer, die viele Fähigkeiten mitbringen, Kämpfe zu initiieren. Sie werden im Verlauf des Spiels tanky und sind lästige CC-Maschinen, die einen Gegner lange festsetzen können. Auch wenn Engage Supports oft Kämpfe initiieren, so können sie auch um ihre Carries herumspielen. So bewahren sie sich zum Beispiel gegen Assassinen ihren CC auf, um den Carry im Fall der Fälle so gut wie möglich schützen zu können. Kommen wir zum Schluss zu den ADCs, meiner Main-Rolle. Hierbei gibt es zwei verschiedene Arten. Zum einen habt ihr die Lane Bullies. Lane Bullies sind gerade zum Anfang des Spiels stark, können sehr gut die Minions unter deinen Tower pushen und dich dort die ganze Zeit nerven mit ihren Attacken. Sie haben starke Fähigkeiten, die ihnen gerade beim Minions farmen hilft und sind auch im Late Game nicht zu verachten. Im Vergleich zu anderen AD Carries, zum Beispiel Hyper Carries, fallen sie im Late Game ab, aber da das Spiel immer noch kein 1 gegen 1 ist, sondern ein 5 gegen 5, kann auch ein ADC, der im Late Game abfällt, immer noch Games carryen. Die andere Kategorie sind Hyper Carries. Hyper Carries fangen extrem schwach an, um dann noch stärker nachzulassen. Moment, da stimmt was nicht. Ich meinte, sie fangen schwach an und werden dann später stärker. Hyper Carries sind sehr schwer zu spielen, weil man wirklich lange braucht, um mit ihnen stark zu werden. Selbst im Late Game bist du schwer davon abhängig, wie dein Team um dich herum spielt. Als ADC bist du generell anfällig gegen jede Art von Burst Damage. Sie konzentrieren sich wie kein anderer aufs Farmen, dabei ist es egal, ob es sich um Türme, Minions oder Champions handelt. Du willst so schnell wie möglich, so stark wie möglich werden. Hier also nochmal kurz zusammengefasst für euch. Toplaner sind in der Regel Kämpfer, die sich darauf konzentrieren, den Schaden fürs Team zu tanken, in der Frontline zu stehen und so viel Chaos wie möglich zu stiften in den gegnerischen Reihen. Jungler wollen so präsent wie möglich sein auf der Map, Objectives fürs Team sichern und dann immer zur Stelle sein, wenn sie benötigt werden. Midlaner wollen farmen, bis sie ihren ersten Powerspike haben. Sobald man diesen erreicht hat, sollte man auf andere Lanes roamen und versuchen, diese ebenfalls in Führung zu bringen. Du bist als Midlaner im Regelfall mit dem ADC zusammen die wichtigste Figur im Late Game, da von euch der meiste Schaden zu erwarten ist. Supporter wollen ihre Carries beschützen, den Gegner abhalten, an diese ranzukommen, für Vision sorgen und so lange wie möglich die gegnerischen Carries nerven. Als ADC wollt ihr hochkonzentriert bis Minute 30 farmen, um dann am Ende von einem Assassin mit 0,7 gewone-shottet zu werden. Damit will ich dir sagen, dass du auf keinen Fall als ADC mit League of Legends anfangen solltest, weil die Rolle am Anfang zu schwer ist, um wirklich Spaß am Spiel zu haben. Wenn dich interessiert, wieso ich ADC als Anfänger nicht empfehle, dann lass mich dies gerne in einem Kommentar wissen. Damit war es das auch schon für das heutige Video, Freunde der Sonne. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video.